Wenn du darüber nachdenkst, in Portugal zu leben, geht es nicht nur um Immobilien oder Kosten. Der Alltag spielt eine entscheidende Rolle. Und genau hier gibt es einige Unterschiede zu Deutschland, die man kennen sollte. Viele sehen Portugal zunächst nur als Urlaubsland. Sonne, Meer und Entspannung. Aber der Alltag ist natürlich etwas anderes als ein Urlaub. Deshalb ist es wichtig, sich auch mit den kleinen Dingen zu beschäftigen. Der erste Punkt ist das Tempo des Lebens. In Portugal läuft vieles ruhiger ab als in Deutschland. Das kann angenehm sein, aber es kann auch ungewohnt sein. Nicht alles funktioniert so schnell, wie man es vielleicht gewohnt ist. Das betrifft zum Beispiel Termine, Dienstleistungen oder auch Behörden. Hier ist Geduld wichtig. Der zweite Punkt ist die Organisation im Alltag. In Deutschland ist vieles sehr strukturiert und klar geregelt. In Portugal ist vieles entspannter und manchmal auch weniger klar organisiert. Das kann dazu führen, dass man sich erst daran gewöhnen muss. Der dritte Punkt ist das Wohnen. Viele Wohnungen in Portugal sind anders gebaut als in Deutschland. Zum Beispiel gibt es oft keine klassische Heizung. Das bedeutet, dass es im Winter kühler sein kann als erwartet. Auch Themen wie Feuchtigkeit können eine Rolle spielen. Das sollte man bei der Wohnungssuche berücksichtigen. Der vierte Punkt ist die Kommunikation. In vielen Bereichen wird Englisch gesprochen, besonders in touristischen Regionen. Trotzdem kann es hilfreich sein, ein paar Grundkenntnisse der portugiesischen Sprache zu haben. Das erleichtert den Alltag und den Kontakt mit Einheimischen. Der fünfte Punkt ist die Infrastruktur. In größeren Städten ist vieles gut erreichbar. In ländlicheren Regionen kann es Unterschiede geben, zum Beispiel bei Einkaufsmöglichkeiten oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Deshalb ist es wichtig, sich die Umgebung genau anzuschauen. Der sechste Punkt ist das soziale Leben. Portugal gilt als offenes und freundliches Land. Viele Menschen empfinden die Atmosphäre als angenehm. Trotzdem braucht es Zeit, sich einzuleben und Kontakte aufzubauen. Das ist ganz normal und gehört zum Leben im Ausland dazu. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anpassung. Wenn du in ein anderes Land gehst, musst du dich an neue Gegebenheiten anpassen. Das betrifft nicht nur große Dinge, sondern auch viele kleine Abläufe im Alltag. Je offener du bist, desto einfacher wird es. Mein persönlicher Tipp ist deshalb ganz einfach. Erwarte nicht, dass alles so ist wie in Deutschland. Jedes Land hat seine eigenen Strukturen und Gewohnheiten. Wenn du dich darauf einlässt, kannst du die positiven Seiten besser genießen. Und genau das macht das Leben im Ausland interessant. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie der Winter an der Algarve wirklich ist und was viele dabei unterschätzen.